Moin, heute wollen wir mal ausprobieren, ob GPT-5 jetzt wirklich so viel geiler ist als Claude Code fürs Programmieren. Es gibt ja schon einige Aussagen von vielen Influencern und die ganze Theorie mit den hässlichen Graphen und allem, aber die Praxis ist halt immer noch mal was anderes. Darum probieren wir das jetzt einfach mal Side by Side mit dem exakt gleichen Prompt in dem exakt gleichen Projekt aus. Ich habe hier mein Beispielding, das ist mein Template, das benutze ich für alle Sachen, Link in der Beschreibung. Da sind jetzt einfach alle Dateien exakt gleich. Claude hat seine Claude-MD für seine Anweisungen, Codex hat seine Agents-MD, also beide haben den exakt gleichen Ausgangspunkt. Und beiden geben wir jetzt einfach mal den gleichen Prompt. Ich will, dass die eine kleine To-Do-App mit einem Kanban-Board bauen. Daran können wir gut sehen, ob es visuell cool ist, ob es funktioniert, ob es interaktiv ist, pipapo. Wir führen das einfach mal beides gleichzeitig aus. Und warten jetzt, bis wir durch sind. Grundlegend, ne? Die funktionieren halt ziemlich ähnlich. Codex ist halt noch so der Standardweg, um mir GPT-5 zu verwenden, weil es halt deren eigener quasi Agent ist, die Claude Code Variante von OpenAI. Die werden ziemlich ähnlich funktionieren. Wir sehen halt auch schon, beide sind ein bisschen am Planen und denken drüber nach und gehen jetzt tatsächlich an die Arbeit. Haben ihre To-Dos erstellt und machen jetzt einfach mal. Und wir warten jetzt mal, bis er durch ist. Und vergleichen dann das Ergebnis. Okay, damit haben jetzt beide Agents ihre Arbeit abgeschlossen und wir können es endlich anschauen. Wir starten einfach mal die Dev-Server für beide, das sollte kein Problem sein. Und gucken uns später dann mal den Code an eventuell. Gucken wir mal, hier geht es zur To-Do-App. Hier geht es auch zur To-Do-App, ist also beides erstmal grundlegend fast das gleiche. Okay, so, das ist jetzt GPT-5. Sieht jetzt erstmal an sich in Ordnung aus, also ist jetzt nicht hässlich oder sowas. Wir können mal eben ausprobieren. Okay, er will jetzt... interessant. Wir können jetzt hier eine weitere Spalte hinzufügen. Bei einem Kanban-Board jetzt eigentlich nicht so typisch, dass das quasi die Hauptaction ist. Machen wir aber mal eben... Das hat zumindest soweit funktioniert, das ist ganz cool. Jetzt können wir mal gucken, kann man hier gut draggen? Okay, das hat auch funktioniert. Das ist zumindest schon mal nicht schlecht. Wenn wir draufklicken, können wir bearbeiten. Funktioniert auch. Okay. Dann enden wir jetzt mal was. Tests. Hat auch funktioniert. Description. Können wir hier? Okay. Also zumindest so Hotkeys von wegen jetzt irgendwie Command-Enter und dann schließe ich das. Das geht nicht, aber das ist auch in Ordnung. Das würde ich jetzt nicht erwarten. Das hat funktioniert. Okay. Kann man machen. Also man muss aber sagen, in diesem Template von mir sind halt die Schatzserien-Komponenten drin. Dementsprechend hat er halt schon so einen Startpunkt, wo er weiß, hey, hier sind diese Komponenten, die kann ich verwenden, damit es nicht komplett scheiße aussieht. Aber schauen wir jetzt mal bei Claude Code. Das finde ich schon mal sexier. Wir haben unsere 3 Spalten, Standard, Kanban-Hand. Wir können als Hauptaction ein To-Do hinzufügen. So würde ich es auch erwarten. Probieren wir mal aus. Test 1, 2, 3, babadi. Hier haben wir auch noch Prio und Status. Das ist an sich eigentlich ganz cool. Gucken wir mal, ob es auch funktioniert. Nice, okay. Es sieht auch einfach schöner aus, ne? Komm, wir können hier mal das nebeneinander vergleichen. Oh, interessant. Also sie verhalten sich auch responsiveness-mäßig anders. Rechts haben wir GPT-5, links haben wir Claude Code. Also in beiden Fällen, liegt das hier vielleicht am Breakpoint? Nee. Okay, könnte man sich jetzt drüber streiten, ne? Kanban ist es eigentlich Standard, dass du dann halt eine Scroll-Area hast, von daher würde ich das jetzt nicht mega negativ bewerten. Aber ich finde links eigentlich sehr viel schöner. Macht aber ein bisschen den Sinn von einem Kanban eigentlich kaputt, weil das halt eigentlich gedacht ist, dass du wirklich ein Board mit Spalten hast, wo du Sachen halt rüberziehen kannst. Und hier kann man jetzt vermutlich nicht drüber draggen. Okay, not bad. Das geht tatsächlich. Nein, das sieht... Okay, Moment. Wenn wir hier draggen bei GPT, wir sehen hier auch die Area, wo es hingedragt wird. Okay. Aber wenn wir hier bei Claude Code draggen, wir haben eine Animation sogar mit drin und einen Status, der sich quasi ändert. Also so ein bisschen die Form dreht sich. Und wenn wir hier jetzt rübergehen, okay, nice. Es ist halt sogar animiert. Ich glaube, das ist halt... das ist halt auch wieder das Ding, ne? Claude Code hat halt
bisschen mitgedacht, ein bisschen kreativer agiert, ein bisschen mehr selber gemacht, während GPT-5 hier halt einfach das gemacht hat, was wir ihm gesagt haben. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das was Negatives oder was Positives ist, muss ich ehrlich sagen. In der Praxis würde mir das hier eigentlich mehr gefallen. Aber bei Claude Code hat man halt oftmals auch das Problem, dass man genervt ist, weil er die Instruktionen nicht richtig berücksichtigt, nicht das macht, was man ihm sagt, was er halt machen sollte. Das nervt halt schon des Öfteren. Okay, machen wir mal nochmal. Ja. Okay, also auch die Responsiveness ist halt besser, ne? Also wir haben hier halt den Smartphone Breakpoint, sagen wir mal. Da hat er halt sein eigenes Ding. Das hier oben ist jetzt nicht ganz sexy, aber das ist verständlich. Responsiveness ist halt echt mega Abfuck. Aber wir haben hier halt auch ein Tablet Breakpoint. Und dann halt auch den größeren Desktop Breakpoint, schätze ich mal. Okay. Ja. Also so rein visuell und rein UX-technisch gefällt mir Claude Code definitiv besser. Und man muss halt sagen, ne, Claude Code bei uns hier jetzt hat halt Sonnet verwendet, also das kleine Modell. Bei GPT, das ist jetzt halt gerade eigentlich so eher das Äquivalent zu Opus. Und Opus haben wir halt nicht benutzt, weil Opus ist ziemlich teuer. GPT-5 ist halt sehr viel günstiger. Ist einer der Vorteile dabei. Aber wenn ich jetzt Claude Code mit Opus verwenden würde, dann wäre das Ergebnis halt wahrscheinlich noch besser. Aber so ist es halt auch schon gut. Okay, das ist die eine Sache. Also, wir haben einen klaren Gewinner, so rein aus Benutzersicht. Also das, was für Vibecoder auch am interessantesten ist. Das ist eindeutig Claude Code. Damit halt Claude. Jetzt ist aber noch die Frage, wie sieht der Code aus? Können wir mal reinschauen. Wir haben hier jetzt wieder zum einen Claude und zum anderen GPT-5. Oh. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. Ich maximiere das hier mal eben. Okay, also wir haben unsere Home-Startseite. Das ist halt die Standard-Startseite von den Next.js-Templates. Hat der hier angepasst. Hat GPT auch gemacht. Kein großer Unterschied. Dann hat er sich hier eine eigene Page dafür unter To-Dos angelegt. Und GPT-5 hat eigentlich das gleiche gemacht, aber halt Kanban genannt. Okay, hier fängt aber auch schon der erste Unterschied an. Ist tatsächlich so ein Streitthema. Soll eine Page wirklich nur eine Page sein für Navigation etc. oder soll da halt auch schon alles drin hängen? GPT-5 hat halt einfach quasi so ziemlich alles in die eigene Komponente gebatscht für das Board. Kann man machen. Claude hat es halt direkt auf die Page gemacht. Wie gesagt, ist ein bisschen Geschmackssache, gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich jetzt irgendwie das eine besser finde als das andere. So codemäßig, okay. Ja, hat sogar ein bisschen okay. Das ist eigentlich nice. Also selbst hier im Error-Handling, ne? Es ist immer ein Thema für sich. Aber Claude Code hat hier sowohl Console-Logs als auch einen Toast. Wahrscheinlich mit Sonna oder so. Also wenn jetzt irgendwie ein Fehler eintreten würde, weiß ich nicht, wenn To-Do mit dem gleichen Namen da ist oder sowas, dann wird er einen schönen Toast-Message, also tatsächlich auch in sexy anzeigen, dass er die To-Dos nicht speichern konnte. Ist jetzt die Frage, hat er hier eine ID? Nee, ich glaube nicht. Wird in der Praxis wahrscheinlich nicht wirklich vorkommen. Aber who knows. Er hat hier halt auch Typinformationen. Okay. Kann man machen. Gucken wir mal hier. Das Board. Er hat auf jeden Fall ein externes Package verwendet. Das ist auf jeden Fall smart. Das selber zu machen wäre halt Selbstmord. Gucken wir mal, wie es bei GPT ist. So, im Board, alles eigene Komponenten. Er hat Schatzchen benutzt, das ist in Ordnung. Okay. Also, ja.
Es sieht so aus, als hätte er das hier komplett selber gemacht. Ja, hat er tatsächlich auch. Taskcard, yep. Dialog, ja, das ist in Ordnung. Okay, aber das ist halt auch schon mal eine komplett andere Herangehensweise, ne? In der Praxis wird hier Claude definitiv gewinnen. Ich habe mir jetzt nicht die komplette Qualität angeguckt, aber die Tatsache, dass er hier halt ein externes Package benutzt, das ist an sich eigentlich auch in Ordnung. Das können wir uns auch mal eben angucken. Oh, schauen wir mal. Also wenn das jetzt ein Bullshit-Package ist, dann wäre es kacke, dass er es verwendet hat. Aber das ist an sich, okay, es hat relativ viele Stars für so Drag-and-Drop-Stuff. Ja, kann man machen. Also es ist jetzt zumindest kein Negativ. Okay, das ist tricky. Ich muss sagen, ich bin schon wieder ein bisschen enttäuscht von GPT-5, ne? Also wenn ich ihm jetzt gesagt hätte, dass er nach externen Packages gucken soll und die dann verwenden soll, hätte er das vermutlich auch gemacht. Aber ich hätte jetzt mir gewünscht, dass er das von selber macht. Und Claude Code hat das halt gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob er irgendwie verglichen hat oder sowas. Wahrscheinlich ist das halt einfach im Trainingsdatenset mit drin, das Package, dass das irgendwie öfter mal auf GitHub in Codebases vorkommt. Und deshalb hat er das genommen. Aber es ist halt eine mega gute Sache, dass er es gemacht hat. Den Kram selber zu machen, ist halt mega scheiße. Ja, an sich, ansonsten sieht der Code vollkommen in Ordnung aus. Da sind mit Sicherheit auch viele kleine Kacksachen mit drin, so, die man selber anders gemacht hätte. Er hat ja auch SOT verwendet, das ist gut. Hat er halt auch in seiner Claude MD, also seinen Instruktionen mit drin, dass das quasi als empfohlenes Package ist. Hier sind auf jeden Fall ein paar Sachen, die würde man anders machen in der Praxis, aber das ist vollkommen in Ordnung. Das wurde ihm halt nicht gesagt, dass er das anders machen sollte. Bei GPT. Ja. Ja. Okay, es ist in Ordnung. Aber ich muss sagen, auch vom Code her finde ich eigentlich den von Claude Code besser. Es ist tatsächlich tricky. Also GPT-5 ist eigentlich vielversprechend. Ich glaube, für einige Sachen ist das auch recht cool. Aber jetzt so als Daily Driver, muss ich sagen, würde ich immer noch Claude Code verwenden. Der hat jetzt ein bisschen länger gebraucht. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, also zumindest für mich ist damit das Ergebnis eigentlich ziemlich eindeutig. Auch in Kategorie Code bzw. Umsetzung hat Claude Code für mich gewonnen. Also das ist halt wirklich jetzt nur ein kleiner Test, aber ich hatte halt auch schon zwischendurch mal vorher Sachen ausprobiert und da hatte ich halt eigentlich genau das gleiche Ergebnis. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Also kann auch sein, dass das an mir liegt. Vielleicht funktioniert das alles in Cursor besser. Würde ich wahrscheinlich irgendwie nochmal ausprobieren. Mache ich vermutlich nochmal. Aber jetzt zumindest von den Sachen, die der Hersteller gibt, bei Claude Code und bei GPT-5 jetzt mit Codex, das ist halt von denen selber, würde ich eigentlich erwarten, dass das am besten funktioniert. Claude Code ist halt einfach noch ein bisschen besser von der Anwendung her. Sieht auch besser aus, hat coolere Funktionen, die machen definitiv mehr. Kann halt wirklich sein, dass da der Hauptunterschied herkommt und nicht mal vom Modell selber. Also kann wirklich gut sein, dass das in Cursor einfach komplett anders läuft. Weil in Cursor der Stand quasi so der Grundstand von wegen welche Tools die an die Hand gegeben bekommen etc. der gleiche ist. Ja, also auch in Sachen Code. Claude Code hat gewonnen. Ja, ich würde GPT-5 echt gerne mögen, weil es halt eigentlich ein cooles Modell ist, aber in der Praxis, vielleicht ändert sich das noch demnächst, gucken wir mal in ein paar Tagen oder so. Weiß man ja nie so in der Szene. Aber jetzt bisher definitiv immer noch Claude Code ist King. Auch vor allem visuell. Also in beiden Kategorien hat Claude Code bzw. Claude gewonnen. Und wenn ich jetzt Opus benutzen würde, wäre das wahrscheinlich ein noch eindeutigeres Ergebnis. Und dementsprechend verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.